Alaska, dieses riesige Gebiet in Nordamerika, viermal größer als Deutschland. Es hat schon immer viele Deutsche, Österreicher und Schweizer fasziniert, die wirklich raus wollen, die aussteigen wollen, die in die Wildnis wollen. Und in diesem Video wollen wir uns einmal mit den steuerlichen und rechtlichen Fragen auseinandersetzen, die mit einer Auswanderung nach Alaska einhergehen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Alaska, das ist ohne Frage der unberührteste Bundesstaat der USA. Ein riesiges Gebiet, ich hatte es vorhin schon gesagt, viermal so groß wie Deutschland, aber nur 700.000 Einwohner. Unberührte Natur, unberührte Wildnis, natürlich sehr unwirtliche Verhältnisse. Hier kann man die Natur in all ihrer Schönheit, aber auch in all ihrer Brutalität erfahren. Ich selbst habe 10 Jahre lang in den USA gelebt, habe heute immer noch einen Wohnsitz in den USA und bin selbst ein sehr großer Alaska-Fan. Wir zeigen ja hier in dem Video auch mal Alaska von seinen besten Seiten. Allerdings wollen wir hier nicht über die schöne Natur sprechen, über Hobbys wie Jagen, über einsame Blockhütten, die du dir dort bauen kannst, sondern heute wollen wir uns mal konkret damit auseinandersetzen, was es steuerlich und rechtlich bedeuten würde, wenn du von Deutschland, Österreich oder der Schweiz nach Alaska auswandern willst. Alaska gehört bekanntlicherweise zu den USA, das heißt, es gelten hier die gleichen rechtlichen und steuerlichen Regelungen wie in den USA auch. Und das heißt, für viele wird sich zunächst mal die Frage stellen, brauche ich ein Visum? Und wenn ja, welches Visum brauche ich? Nun, das hängt zunächst mal ganz entscheidend davon ab, was tatsächlich für dich Auswandern bedeutet und wie viel Zeit du in Alaska verbringen möchtest. Du weißt ja, Deutsche, Schweizer und Österreicher können mit ESTA bis zu 90 Tage am Stück in den USA bleiben. Das ist nicht limitiert, das sind nicht 90 Tage pro Jahr, sondern 90 Tage am Stück. Du kannst also ohne weiteres auch mehr als 90 Tage pro Jahr in den USA bleiben. Du solltest allerdings davon ausgehen, dass wenn du das ein paar Mal machst, das heißt mehrmals nacheinander mit recht geringen Pausen im Ausland dann wieder in die USA zurückkehrst, irgendwann mal angehalten wirst, nicht mehr reingelassen wirst und so weiter und so fort. Ist also nicht unbedingt ideal. Aber ich sage mal, wenn du jetzt zum Beispiel 2 mal 60 Tage in den USA bleiben würdest, wäre das auch mit ESTA überhaupt kein Problem. Die Frage ist eben, was hast du vor? Möchtest du ganzjährig in Alaska, ganzjährig in den USA leben? Oder sagst du, du möchtest hier nur einen Teil des Frühlings und den Sommer zum Beispiel verbringen, dann reichen ja möglicherweise 2 mal 60 Tage aus. Das übrigens, also 120 Tage pro Jahr, wäre auch die Grenze, wo du noch nicht steuerpflichtig in den USA bist. In den USA gibt es nicht so die übliche 183-Tage-Regelung, sondern du musst im Grunde genommen davon ausgehen, dass du, zumindest wenn du jährlich immer wieder viel Zeit in den USA verbringst, dort ab 120 Tagen pro Jahr in den USA unbeschränkt steuerpflichtig bist, was natürlich dann viele Konsequenzen hat, können positive Konsequenzen sein, aber eben auch negative. Also, das heißt, wenn du planst, bis zu 120 Tage in den USA zu sein, keine Steuerpflicht, du musst nichts einreichen,
bei den Steuerbehörden. Du kannst einfach mit ESTA hier einreisen, bist eben einmal 90 Tage da, einmal 30 Tage zum Beispiel oder zweimal 45 Tage. Das sollte auch hier mit den Behörden am Flughafen kein Problem sein. Und du kannst auch mit ESTA alles in den USA machen. Du kannst dort Grundstücke kaufen, du kannst dort einen Führerschein machen, du kannst dort Konten eröffnen, du kannst möglicherweise sogar Waffen kaufen, was ja in Alaska ziemlich wichtig ist. Ich habe zu dem Thema übrigens schon mal ein anderes Video gemacht. Kannst du einfach mal hier den Kanal durchsuchen, wie man als Ausländer legal eine Waffe in den USA erwerben kann. Also grundsätzlich geht das ganz einfach ohne Visum, einfach mit ESTA für Deutsche, Österreicher und Schweizer, wenn du deine Zeit hier entsprechend begrenzen kannst in Alaska. Wenn du jetzt sagst, 90 Tage am Stück reichen mir nicht aus, ich möchte schon länger dort bleiben, dann kannst du auch ein B1-Visum beantragen. Das ist also ein Besuchervisum. ESTA ist ja kein Visum. Das B1-Visum ist ein richtiges Visum. Mit diesem Visum kannst du dann 6 Monate am Stück in den USA bleiben. Wie gesagt, das sind dann mehr als 120 Tage. Da ergibt sich dann auch gleich eine steuerliche Implikation. Dazu werde ich nachher noch etwas sagen. Dieses Visum ist normalerweise für 10 Jahre gültig und auch hier sagt dieses Visum nichts darüber aus, wie viele Tage pro Jahr du in den USA sein kannst. Es sagt lediglich 6 Monate am Stück. Es sagt jetzt nicht 6 Monate pro Jahr. Das heißt, du kannst 6 Monate in den USA sein, dann kannst du die USA verlassen und wieder in die USA hineinreisen. Allerdings, wie gesagt, auch hier, wenn dir der Einreisebeamte am Flughafen böse will und sagt, naja, du versuchst ja hier irgendwie hintenrum in den USA zu leben, das ist natürlich nicht so gut. Ja, das heißt also, hier muss man sich schon genau damit auseinandersetzen, wie viel Zeit man eben tatsächlich in den USA verbringen will. Wenn du jetzt wirklich ganzjährig in den USA leben willst, zum Beispiel in Alaska, ich meine, man könnte auch sagen, du bist Frühling und Sommer in Alaska, den Rest der Zeit irgendwo anders, Texas oder Kalifornien oder irgendwo, wo es warm ist, Arizona, dann brauchst du eine andere Art von Visum. Und hier hängt es natürlich jetzt wieder von deinen Umständen ab. So für unser Video hier reden wir jetzt hier mal nicht über die Visa, die so normale Angestellte bekommen können. Ich gehe davon aus, dass du hier Freiberufler oder Unternehmer oder sowas bist oder Investor und jetzt nicht irgendwo in der Festanstellung bist. Grundsätzlich Deutsche, Österreicher und Schweizer können sehr einfach in den USA ein Visum beantragen, um in den USA zu leben. Das ist absolut nicht schwer. Alle US-Visa sind kompliziert in der Beantragung, langwierig, man braucht einen Anwalt dafür. Das ist ein wahnsinniger Papierwust, aber es ist kein Roulette-Spiel. Es ist relativ einfach und du kannst davon ausgehen, dass das klappt. Deutsche, Schweizer, Österreich sind gern gesehen bei den US-Behörden. Hier hast du also kein Reputationsproblem wie andere Nationalitäten. Im Wesentlichen kommt es zunächst darauf an, ob du bereits ein Unternehmen hast im Ausland. Hier gibt es 2 Visatypen, die ich dir empfehlen würde. Das eine Visum wäre das E1-Visum. Das E1-Visum, das sogenannte Treaty Trader Visum, kannst du verwenden, wenn du heute ein Unternehmen in deinem Heimatland hast, zum Beispiel als Deutscher in Deutschland, und dieses Unternehmen signifikanten Umsatz mit den USA macht. Das heißt, wenn die USA dein größter ausländischer Absatzmarkt sind und du heute schon sehr viel Business hier mit den USA machst, bekommst du ohne weiteres relativ problemlos ein E1-Visum, sogenanntes Treaty Trader Visum. Du musst in den USA kein Unternehmen gründen, einfach aufgrund der Tatsache, dass du bestehende Handelsbeziehungen zu den USA unterhältst über dein bestehendes Unternehmen. Das reicht aus, dass du das Visum bekommst. Du kannst damit in den USA, in Alaska leben. Es ist 5 Jahre lang gültig und du kannst es jederzeit erneuern, solange eben hier dein deutsches oder österreichisches oder Schweizer Unternehmen besteht und solange die Handelsbeziehungen hier weiter aufrecht gehalten werden. Wenn du keine Handelsbeziehungen in die USA unterhältst, kannst du ein L1-Visum beantragen. Dann kann dich dein Unternehmen in die USA entsenden. Auch das funktioniert relativ gut. Der Vorteil gegenüber dem E1-Visum ist letztlich, dass du mit dem L1-Visum eine Green Card beantragen kannst. Du kannst auf die Green Card wechseln. Das geht mit dem E1-Visum nicht. Du kannst natürlich eine neue Green Card beantragen, aber das L1-Visum erlaubt dir, auf die Green Card zu wechseln, wenn du das möchtest. Du bekommst dieses Visum, um hier eine Niederlassung oder eine Tochtergesellschaft deines
Unternehmens in den USA zu eröffnen und musst natürlich auch zusichern, dass du hier Arbeitsplätze in geringem Umfang, 3, 4, 5 Leute schaffen wir. Es muss dort ein Büro mieten oder eine Produktionsstätte oder was auch immer. Da ist also dann schon ein bisschen mehr Aufwand nötig als beim E1-Visum. Ein weiteres gutes Visum für Deutsche, Schweizer und Österreicher ist das E2-Visum, das sogenannte Treaty Investor Visum. Dafür musst du einen relativ geringen Betrag in dein eigenes Unternehmen in den USA investieren. 50.000, 100.000 Dollar, je nachdem, was dein Business braucht. Wenn du natürlich hier einen Modeshop in der Fifth Avenue in New York eröffnen willst, sind das natürlich ganz andere Kosten, als wenn du ein Beratungsunternehmen in Alaska gründen willst. Ist ja völlig klar. Ja. Also abhängig von dem Business, was du machst, muss auch das Investment sein. Das Investment muss so groß sein, dass das Business hier direkt durchstarten kann. Auch hier musst du zusagen, dass du Mitarbeiter anstellen wirst. Auch hier musst du wirklich unternehmerisch tätig sein. Das heißt, wenn du das nicht vorhast, dann ist dieses Visum für dich nicht geeignet. Auch hier muss ein Businessplan eingereicht werden. Du kannst noch vom E2-Visum nicht auf die Green Card switchen, kannst aber natürlich eine neue Green Card beantragen, aber das Visum ist unbegrenzt verlängerbar, solange eben dieses Investment in den USA weiter besteht. Was nicht so einfach möglich ist in den USA, ist ein Visum zu bekommen als Rentner, als Privatier, als Investor. Du musst immer eben diese unternehmerische Tätigkeit hier vorzeigen. Wenn du jetzt wirklich jemand bist, der sehr profiliert ist, wenn du unternehmerische Erfolge zum Beispiel hattest oder auch ein Akademiker bist, der jetzt hier Preise gewonnen hat oder auch ein Autor, Künstler oder sonst irgendwas. Also wenn du wirklich eine Koryphäe auf deinem Gebiet bist, da gibt es zum Beispiel Bücher, die du geschrieben hast oder Bücher, die über dich geschrieben wurden oder es gibt hier Medienbeiträge über dich, dann ist es möglicherweise möglich, hier direkt eine Green Card zu beantragen für außergewöhnlich begabte Personen in verschiedenen Feldern, Wirtschaft, Sport, Künste und so weiter und so fort. Da ist es aber, wie gesagt, dann schon notwendig natürlich, dass man auch wirklich was geleistet hat. Ich will nicht sagen Nobelpreis-Level, ja, aber man muss eben tatsächlich zeigen, man hat zum Beispiel ein Unternehmen erfolgreich aufgebaut und verkauft. Das sind so Dinge, die eben hier tatsächlich dann zählen würden. Ansonsten eben schwierig für Privatiers und Rentner und ähnliche Personen ein Visum in den USA zu bekommen. Im Grunde genommen geht es nicht. Man kann die EB5 Green Card beantragen, da muss man so rund $1 Million investieren. Diese 1 Million müssen 10 Jobs schaffen. Da gibt es verschiedene Investitionsprojekte. Das kann man machen, das geht, ist natürlich ein hoher Betrag. Wenn du das machen willst, steht dir das zur Verfügung. Lange Wartezeiten, viele Chinesen, viele Inder in diesem Programm. Aber grundsätzlich ist es natürlich möglich. Auf was man auch noch hinweisen sollte, ist die EB2 National Interest Waiver Green Card. Das ist etwas, was in den letzten Jahren hier sehr populär geworden ist in den USA. Wenn du jetzt bestimmte Fähigkeiten und Qualifikationen hast, die jetzt hier herausragend sind, also wir haben zum Beispiel Mandanten, die sind Airline-Piloten, die haben diese Green Card genutzt, dann kannst du hier ohne US-Jobangebot und auch ohne die Pflicht, in den USA hier fest angestellt zu arbeiten, diese Green Card EB2 NIW beantragen. Du brauchst dafür keinen Sponsor. Das geht so etwas in Richtung von den herausragenden Fähigkeiten, die ich vorhin gesagt habe, ist aber dann eher greifbar auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt hier preisgekrönt sind, sondern im Grunde einfach nur hochqualifizierte Fachkräfte, zum Beispiel, die nachweisen können, dass sie Fähigkeiten haben, die es so nicht in den USA gibt. Details zu diesen ganzen Themen können wir dann auch in einem Beratungsgespräch einmal besprechen. Wir helfen vielen Mandanten in die USA umzuziehen und helfen ihnen hier, die verschiedensten Visa zu bekommen. Wir arbeiten mit sehr guten Einwanderungsanwälten zusammen. Ich würde dir immer empfehlen, Einwanderungsanwälte in Europa zu suchen, also amerikanische Einwanderungsanwälte in Europa. Vielfach in den USA ist man dann als Einwanderungsanwalt eher mit mexikanischen und ähnlichen Fällen hier vertraut. Der Fall eines gut situierten Schweizer, Deutschland, Österreichs ist etwas komplett anderes. Wenn du willst, dass dein Visumsantrag Erfolg hat, daher immer einen Einwanderungsanwalt aus den USA verwenden, der in Europa praktiziert. Die kennen die europäischen Verhältnisse.
Das Ganze kann man natürlich auch mehrstufig machen. Du brauchst am Anfang, wie gesagt, kein Visum. Ganz wichtig für dich zu verstehen. Du kannst dort in Alaska Grundstücke erwerben, Häuser erwerben. Du kannst Bankkonten eröffnen. Du kannst das alles machen, ohne dass du ein Visum hast. Visa Waiver, ESTA reicht völlig aus. Das heißt, du kannst erstmal sagen, ich will jetzt anfangen, ich will jetzt Zeit in Alaska verbringen. Das kannst du über Visa Waiver, über ESTA machen und alles andere kannst du dann auch später klären. Kommen wir hier zu den steuerlichen Themen. Ich will es kurz machen. Wie gesagt, wenn du dich mehr als 120 Tage im Jahr in den USA aufhältst, musst du davon ausgehen, dass du in den USA unbeschränkt steuerpflichtig bist. Das gilt dann, wenn du über einen mehrjährigen Zeitraum jedes Jahr in den USA bist. Also wenn du im ersten Jahr 180 Tage da bist und dann im zweiten Jahr überhaupt nicht in den USA, dann sind auch die 180 Tage kein Problem. Aber in einem mehrjährigen Zeitpunkt sind es eben die 120 Tage. Bist du mehr als 120 Tage in den USA, aber weniger als 183 Tage und hast du nachweislich einen Wohnsitz und eine Steuerpflicht in einem Land, mit dem die USA ein Doppelbesteuerungsabkommen haben, Deutschland, Österreich, Schweiz, dann kannst du einen Antrag in den USA einreichen, dass du dort nicht steuerpflichtig wirst, sondern weiterhin in deinem Heimatland steuerpflichtig bleibst. Aber wie gesagt, das funktioniert nur, wenn du nachweisen kannst, dass du eben dort auch steuerlich ansässig bist und eine entsprechende Bescheinigung den US-Behörden vorlegen kannst. Bist du mehr als 183 Tage in den USA, dann bist du dort auf jeden Fall unbeschränkt steuerpflichtig. Da spielt es auch keine Rolle, ob du ein Visum hast oder nicht. Du bist dort unbeschränkt steuerpflichtig. Wer übrigens eine Green Card hat, der ist auch ohne Anwesenheit in den USA unbeschränkt steuerpflichtig. Für den gilt das Gleiche wie für US-Bürger. Was heißt nun diese unbeschränkte Steuerpflicht in den USA? Nun, es gibt natürlich Doppelbesteuerungsabkommen. Das muss also gar nicht unbedingt so schlimm sein, aber es ist natürlich ein Riesenaufwand. Du weißt vielleicht, Steuererklärungen in den USA sind ein Papierwust, wie man das auch aus anderen Ländern kennt. Und internationale Steuerberater sind extrem teuer. Man redet hier von Stundensätzen ab $1.000 zum Beispiel. Das heißt, das kann alles relativ kompliziert für dich werden, wenn du hier nicht genau aufpasst. Wichtig ist hier natürlich die Frage, ob du weiterhin steuerpflichtig in deinem Heimatland bist. Das ist vielfach auch dort eine Frage des Wohnsitzes. Gerade in Deutschland hast du dort weiter einen Wohnsitz, bist du möglicherweise dort unbeschränkt steuerpflichtig. Das heißt, ich würde dir auf jeden Fall raten, deinen deutschen Wohnsitz aufzugeben. Österreich gilt das Gleiche. Schweiz ist der Wohnsitz nicht so kritisch. Das heißt, du solltest auf jeden Fall schauen, dass du die unbeschränkte Steuerpflicht zu Hause aufgibst. Auch wie gesagt, wenn es machbar ist, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, dass du in beiden Ländern steuerpflichtig wärst. Doppelt wirst du normalerweise nicht besteuert. Die Steuer fällt dann an, wie es im Doppelbesteuerungsabkommen definiert ist, aber einfach auf jeden Fall, wenn du deinen Wohnsitz zu Hause aufgibst und dann eben ganz in den USA lebst, wenn du denn dort ganzjährig sein möchtest. Wenn du nur ein ESTA oder ein Besuchervisum hast, dann hast du dieses Problem natürlich nicht. Dann bleibst du zu Hause steuerpflichtig, bist in den USA nicht steuerpflichtig. Es muss dir natürlich klar sein, dass du mit ESTA und Besuchervisum nicht das Recht hast, in den USA zu arbeiten. Du darfst da schon eine Firma gründen, aber du darfst hier nicht das Tagesgeschäft der Gesellschaft hier betreuen oder im Tagesgeschäft mitarbeiten. Ja. Das heißt, du kannst mit einem Besuchervisum oder mit ESTA eine Firma in Alaska gründen und diese Firma kann zum Beispiel auch eine deutsche, Schweizer, österreichische Bäckerei in Alaska betreiben, aber du darfst nicht in dieser Bäckerei arbeiten. Du müsstest dann hier Amerikaner haben, die dann dort arbeiten. Und das gilt jetzt für alle Businesses, die du dort hast. Ja. Hast du dann natürlich Einkünfte aus dieser Bäckerei, zum Beispiel Gewinnausschüttungen, dann sind diese je nach Rechtsform, wenn du eine Personengesellschaft, eine LLC oder eine LP hast, in den USA steuerpflichtig und dann regelt das DBA, dass du dafür zu Hause keine Steuern mehr bezahlen musst. Soweit zur Steuerpflicht. Auch dazu sollten wir dann, wenn du Interesse hast, dieses Vorhaben umzusetzen, nochmal im Detail in einem Beratungsgespräch sprechen. Das kann man jetzt hier so alles in einem Video nicht erklären. Wie gesagt, die entscheidenden Fragen ist die Anwesenheitszeit in den USA, in Alaska und zu Hause und dann die Frage, ob du einen Wohnsitz zu Hause hast und welchen Titel du in den USA hast, möglicherweise. Das regelt so die steuerlichen Fragen. Und hier muss man ein System finden, wie das Ganze für dich optimal gestaltet wird. Keep it simple, stupid, wie man so schön sagt.
Nicht, dass du gigantische Kosten hast, Komplikationen und dass du zwischen die Räder der Steuerbehörden gerätst. Das wäre absolut nicht gut. Eben planen, wie du deinen Aufenthalt dort gestaltest in Alaska, das ist das Entscheidende. Das Einfachste ist natürlich ganz klar zu sagen, entweder oder. Also man lebt entweder in Deutschland, Österreich, Schweiz, ist dann zu Besuch in Alaska und hält sich dort an die bestimmten Fristen. Oder eben man sagt, ich ziehe dort ganz hin, bin ganz in den USA. Das sind dann jeweils die einfachsten Fälle. Wobei auch da man natürlich dann gerade als Deutscher und Österreicher Dinge wie die Wegzugsteuer beachten muss in Deutschland und Österreich. Das gibt es in der Schweiz Gott sei Dank nicht. Also auch die Auswanderung an sich hat natürlich steuerliche Komplikationen. Aber wie gesagt, das kann man dann in einem Beratungsgespräch einmal klären. Grundsätzlich, wenn du in den USA unbeschränkt steuerpflichtig wirst, kann man sagen, Alaska ist eigentlich recht interessant, weil Alaska hat keine bundesstaatliche Einkommensteuer. Du musst zwar im Bund Steuern bezahlen, das ist natürlich weitaus die höhere Steuer auf Bundesebene, aber in Alaska wird dann keine Einkommensteuer fällig. Die Steuern in den USA sind grundsätzlich niedriger als in Deutschland, als in Europa. Sozialabgaben gibt es natürlich auch. Hier haben wir mal eine einfache Steuerberechnung. Hier geht man jetzt von einem Angestellten aus. Der Freiberufler, der Unternehmer hat möglicherweise dann bestimmte Sozialabgaben hier nicht. Wobei man muss ganz klar sagen, auch Unternehmer zahlen ähnlich wie in der Schweiz Sozialabgaben. Das heißt, du kannst davon ausgehen, ehrlich gesagt, wenn du dort jetzt hier ein Einzelunternehmen hast, würdest du Sozialabgaben auch bezahlen. Aber hier, ich habe mal angenommen, 120.000 US-Dollar hast du im Jahr an Einkünften. Das würde dann bedeuten, dass hier Steuern abgezogen werden im Bund in Höhe von ungefähr 1.500 Dollar. Und dann hast du hier noch Sozialabgaben und in Alaska wird hier noch eine Arbeitslosenversicherung fällig. Das heißt, dein Netto insgesamt sind 7.656 US-Dollar bei 10.000 Dollar Einkommen im Monat. Das heißt, Abgaben insgesamt 23%. Das ist zum Teil hier niedriger natürlich als in der Schweiz zum Beispiel, wenn man hier die Sozialabgaben in der Schweiz auch noch mit berücksichtigen würde. Also das ist sicherlich nicht sehr hoch hier, die Besteuerung. Wie gesagt, in anderen Bundesstaaten kommt dann natürlich hier noch die bundesstaatliche Einkommensteuer dazu. Diese gibt es in Alaska nicht. Also das heißt, du kannst rechnen ungefähr mit einer Steuer von zwischen 20 bis 30% inklusive Sozialabgaben, wenn du so im sechsstelligen Bereich dann verdienst. Der Spitzensteuersatz sind ungefähr 37%, das sind aber erst ab mehreren 100.000 zu bezahlen. Es hängt dann eben auch noch ab, ob man verheiratet ist oder nicht. Hier wird man dann verschieden veranlagt, welche Rechtsform man hat. Und natürlich, es gibt die gleichen Überlegungen, die es in jedem Land gibt. Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft. Das ist alles natürlich auch in den USA genau das Gleiche. So, ich wollte jetzt abschließend vielleicht nochmal dazu sprechen, wie du in Alaska Land kaufen könntest. Wie gesagt, jeder kann dort Land kaufen. Du musst dort nicht leben. Du musst kein Amerikaner sein. Du brauchst kein Visum. Das kann jeder machen. Es gibt hier eine gute Seite, die heißt land.com. Und da kann man dann hier filtern nach Alaska. Also ich nehme jetzt natürlich an, dass du hier ein Grundstück dort kaufen möchtest, jetzt nicht ein Einfamilienhaus in Anchorage oder so, sondern ein tatsächliches Grundstück, mehrere Hektar. Wie gesagt, die Amerikaner rechnen ja alles in Acres. Ein Acre sind ungefähr ein halber Hektar, also ungefähr die Größe eines American Football Feldes. Hier auf dieser Seite land.com, das ist so die größte Seite für Landverkäufe in den USA. Kannst du nun hier einige Flächen sehen, also zum Teil mit Haus, zum Teil ohne Haus, zum Beispiel 65 Acre hier, also sagen wir mal ungefähr so 30 Hektar mit einem Haus darauf mit 3 Schlafzimmern. Größe des Hauses sind 700 Quadratfuß. Ungefähr kannst du sagen, 10 Quadratfuß sind 1 Quadratmeter. Also dieses Haus hat ungefähr 70 Quadratmeter, kostet 275.000 Dollar. Schauen wir uns das mal an. Das kannst du hier auf der Seite alles sehen. So, es scheint also hier eher so eine Hütte zu sein, die man hier oben sieht.
So, also hier steht drauf, es sind 3 Hütten hier drauf, also 3 Cabins, ja. Das wäre also hier so ein Beispiel. Hier kannst du dann sehen, wo sich dieses zum Beispiel befindet. In der Nähe von Anchorage hier zum Beispiel. So, was jetzt hier interessant ist in den USA ist, dass es hier sogenanntes Owner Financing gibt. Das heißt also, hier kannst du auch ohne Bank finanzieren über den Eigentümer. Das heißt, der Eigentümer finanziert dir im Grunde den Verkauf. Du machst eine Anzahlung und zahlst dann monatlich an ihn. Du kannst sogar hier gleich dann herausfiltern, diese Owner Financing Objekte. Hier wählst du aus Owner Financing, ja. Dann sehen wir hier diese Owner Financing Objekte. Das, was wir gerade eben angeschaut haben, ist zum Beispiel auch eins. So, hier haben wir jetzt eins, 35 Acre für 62.000 Dollar. Na, das ist doch mal wirklich hier sehr schön. Wie gesagt, ob das Ganze natürlich dann in der Gegend ist, in der du leben willst und so, oder in der du ein Grundstück haben willst, ist natürlich eine komplett andere Frage. Damit müssen wir uns dann mal in einem anderen Video befassen. Grundsätzlich ist es in den USA so, dass hier das Thema Baugenehmigung lange nicht so streng ist wie natürlich in Europa. Das heißt, du kannst grundsätzlich, wenn das Land unrestricted ist, und die meisten Stücke Land sind unrestricted, kannst du dort einfach bauen. Da gibt es keinerlei Regeln, wie und was du nicht bauen könntest. Es gibt zum Teil Regeln dann natürlich hier, was die Septik anbelangt. Das heißt, das ganze Abwasser, wie das gehandelt wird, das wird man in der Regel hier zum Beispiel durch einen Gutachter oder durch einen zertifizierten Ingenieur hier freigeben lassen müssen, wie das Ganze hier dann gebaut wird. Aber ansonsten hast du dort unglaubliche Freiheiten, brauchst dich da nicht um die Dinge zu kümmern, die man sonst so in Europa kennt. Also in allem wirst du sehen, dass die Amerikaner hier gerne Geschäfte machen mit Deutschen, Schweizern und Österreichern, ist also in der Regel überhaupt kein Problem. Du würdest da hingehen, würdest dir das Land anschauen und dann kannst du, wenn du hier Owner Financing machst, den Kaufvertrag unterschreiben. Wie gesagt, selbst wenn es Owner Financing ist, wirst du im Grundbuch eingetragen. Das heißt, du musst dann dort auch zur sogenannten Title Company gehen. Das entspricht dem, was der Notar macht. Dort wird dann unterschrieben und wie gesagt, im Grundbuch wirst du als Eigentümer eingetragen. Aber natürlich gibt es einen Grundbucheintrag mit der Restschuld hier bei dem Eigentümer. Kannst du hier die Finanzierung nicht bezahlen, bekommt der Eigentümer das Grundstück zurück. Deswegen für viele Eigentümer ist es ziemlich lukrativ. Die haben eigentlich nichts zu verlieren und oftmals verkaufen dann das gleiche Grundstück immer und immer wieder, muss man ganz ehrlich sagen. Du kannst natürlich auch eine Finanzierung über eine Bank bekommen, aber es ist natürlich sehr viel einfacher hier, dieses Owner Financing zu machen. Üblicherweise sind die Zinsen natürlich höher beim Owner Financing, das ist der Nachteil, aber ansonsten eigentlich eine interessante Methode, vor allen Dingen, wenn man eben keine Bonität in den USA hat, keinen Credit Score, dann wird es ja schwierig werden, bei der Bank eine Finanzierung zu bekommen. Das ist beim Owner Financing natürlich egal. Abschließend noch ein Wort zum Thema Krankenversicherung. Wenn du in den USA noch zu Besuch bist, machst du am besten eine Auslandskrankenversicherung. Würdest du dann dort tatsächlich leben, dann würdest du dich natürlich dort krankenversichern. Es ist ja allgemein bekannt, dass die amerikanischen Krankenversicherungen, wo eben jeder privat versichert ist, ziemlich teuer sind. Auch muss man dann oftmals hohe Zuzahlungen leisten beim Krankenhaus oder beim Arzt. Also auch hier natürlich deutlich einfacher, wenn du einfach so eine Auslandskrankenversicherung haben kannst. Aber auch das sind Themen, die man dann mal in einem Beratungsgespräch klären müsste. Viele, die in die USA umziehen und dann dort ein eigenes Unternehmen gründen, lassen sich die Krankenversicherung vom Arbeitgeber, also von sich selbst bezahlen, können sie dann eben hier als Betriebsausgaben absetzen. Führerschein kannst du natürlich mit dem deutschen Führerschein in Alaska weiterfahren. Wenn du dort tatsächlich leben würdest, das heißt, du lebst dort Vollzeit, würdest du dir in den USA einen Führerschein besorgen. Das ist ziemlich einfach. In der Regel machst du einfach nochmal die Fahrprüfung und musst auch einen theoretischen Test machen und dann bekommst du den Führerschein. Der Führerschein ist so lange gültig, wie dein Visum gültig ist. Und solange du eben kein Daueraufenthaltsvisum in den USA hast, würdest du einfach mit deinem europäischen Führerschein weiterfahren. Wobei, wie gesagt, es ist auch möglich, mit einem Besuchervisum einen Führerschein zu bekommen. Aber der Führerschein ist dann nicht 10 Jahre gültig, auch wenn das Visum 10 Jahre gültig ist, sondern der Führerschein ist gültig bis zum Termin deiner Ausreise.
Das heißt, wenn du einreist in die USA mit Besuchervisum, kannst du dort maximal 180 Tage bleiben. Das heißt, der Führerschein wäre dann nur maximal 180 Tage gültig. Dann müsstest du ihn verlängern lassen oder eine neue Fahrprüfung machen. Also das wäre jetzt unbedingt nicht so komfortabel, würde ich mal sagen. Soweit mal hier ein kurzer Überblick zum Thema Auswandern nach Alaska, steuerliche und rechtliche Aspekte. Wenn du vorhast, nach Alaska auszuwandern, wenn das ein Thema ist, das dich interessiert, wenn das ein Traum von dir ist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir helfen vielen Mandanten in die USA umzuziehen, in alle möglichen Staaten. Wir helfen dann bei Visa, Firmengründung und auch bei laufenden steuerlichen Betreuungen in den USA. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.